Wie heißen Sie? Unterschafter Wolf, Wie alt sind Sie? 35 Jahre. Wie lange sind Sie bei der SS gewesen? Seit November 39. In wie vielen Konzentrationslagern sind Sie tätig? Bisher in 3. Wie heißen Sie? Auschwitz, Dachau und Bergen-Belsen. In Auschwitz. Wie lange waren Sie dort? Das war ich ziemlich 4 Jahre. Beschreiben Sie nun, was Sie da gesehen haben. Auschwitz war ich erst als Posten in einem Arbeitslager, wo die Häftlinge ausrückten zu landwirtschaftlichen Arbeiten und so weiter. Später kam dann noch ein zweites Lager dazu, ein Brackenlager, eine halbe Stunde von Auschwitz, das nannte sich Birkenau. Und dort in Birkenau, das war als Durchgangslager gedacht, was aber später auch Arbeitslager wurde, kamen in den letzten Jahren sehr viele große Judentransporte aus allen Teilen Europas an. Und ein Teil dieser ankommenden Leute wurde zur Arbeit verwandt und ein anderer Teil, der nicht arbeitsfähig war, soll angeblich vergast worden sein und verbrannt. Was heißt nicht arbeitsfähig? Kranke und alte Leute. Wissen Sie, wie viele Leute in Auschwitz getötet worden sind? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Die genaue Zahl ist noch sehr viel gewesen sein. Wie lange waren Sie in Dachau? In Dachau war ich 6 Wochen. Schreiben Sie, was Sie dort gesehen haben. Dachau ist ein früheres Musterlager. Was heißt Musterlager? Also es war eines der besten Konzentrationslager hinsichtlich Hygiene, Unterkunft und so weiter. Und ich bin dort auch nur in der Verwaltung tätig gewesen. Sie haben nichts gesehen? Gesehen habe ich dort nur Häftlinge ausrücken zur Arbeit und so weiter, die sahen aber gesund aus. Sie haben nicht gesehen, wie die Leute geschlagen worden sind? Dass Leute dort geschlagen worden sind? Nein, in Dachau nicht. Sie haben es nicht gesehen, meinen Sie? Gesehen nicht, nein. Wie lange waren Sie hier in diesem Lager in Belsen? In diesem Lager bin ich etwas über 14 Jahre. Beschreiben Sie nun, was Sie hier gesehen haben. Als ich dieses Lager das erste Mal sah, war ich entsetzt. Ich hatte früher gehört, es sollte ein Erholungslager sein für Lagerinsassen. Dabei war es das Kräftigste, was man sich nur vorstellen kann. Das Lager umfasst an Frauen und Männerhäftlingen ca. 35.000 Menschen. Und von diesen 35.000 Menschen lebt die größte Zahl in den widerlichsten und unmenschlichsten Verhältnissen. Die Blöcke, wo sie wohnten, waren verschmutzt, hatten keine Betten, waren verlaust und durch diese Läuse war die Fleckfieberkrankheit, dann der Hungertyphus, weil sie sehr wenig zu essen bekamen, fast kein Brot, nur Rüben. Und die zum Teil mussten im rohen Zustand, sodass ein großer Teil dieser Menschen schwer erkrankte und dahin starben wie die Fliegen. Ist Ihnen bekannt, dass die in den Konzentrationslager verübten Gräueltaten selbst für die SS zu viel waren und sich daher viele zur Front gemeldet haben? Ja, das stimmt. Warum haben Sie das dann nicht getan? Ich habe mich auch mehrmals zur Front gemeldet. Ich habe auch bereits schon einen Marschbefehl in Händen gehalten, aber der damalige Kommandant hat diese Marschgruppe zurückgehalten, weil er die Leute angeblich brauchte. Beziehungsweise hat nach Berlin telegrafiert oder gefunkt und der Marschbefehl wurde da aufgehoben.